Servus, hallo, heute machen wir Goethe B2 und zwar Schreiben Teil 1. Man muss ungefähr 150 bis 170 Wörter schreiben und es ist meistens ein Text oder ein Brief. Meistens gibt es 3 oder 4 Punkte, die du in diesem Text bearbeiten sollst. Die Strukturierung des Textes ist extrem wichtig, das heißt, du brauchst eine Einleitung, einen Mittelteil, einen Schluss und eine Verabschiedung. Und das Thema für heute ist Ernährung mit Fleisch oder Fleischessen. Okay, sollte ich sagen, genau. Und bei diesem Text müssen wir unsere Meinung ausdrücken, wir müssen Vorteile und Nachteile sagen. Und mein Hintergrund hat nichts mit Fleisch zu tun, aber er ist einfach schön. Und damit das Ganze ein originales Feeling im Video bekommt, habe ich sogar diesen Text mit Hand geschrieben, den ich dann in diesem Video vorlesen werde. Daher meine Empfehlung, gleich mit der Hand schreiben und nicht am Computer tippen, damit du es gewohnt bist, auf Deutsch händisch zu schreiben. Jetzt geht's los mit dem Text. Einleitung. In unserer täglichen Ernährung spielt Fleisch oft eine große Rolle und es ist interessant, darüber nachzudenken, warum das so ist. Noch was dazu gesagt, bei B2 ist es wie gesagt ganz wichtig, dass man Nebensätze benutzt, Relativsätze und relativ komplexes Vokabular. Meiner Meinung nach ist eine ausgewogene Ernährung, Achtung Schlüsselwort, die auch Fleisch enthält, eine gute Wahl. Tradition, Geschmack und der hohe Proteingehalt sind einige Gründe, hier Achtung, du nennst sie Gründe, warum Fleisch in unserer Ernährung einen so hohen Stellenwert hat. So. Dann geht's weiter zum nächsten Absatz und wir stellen uns die Frage, warum essen so viele Leute Fleisch? Hier können wir 2 Punkte nennen. Nummer 1. Das liegt oft an unseren Gewohnheiten und daran, dass Fleisch für viele eine wichtige Nährstoffquelle ist. Etwas liegt an etwas. Aber, und hier hast du dann eine Wendung im Text, du sagst etwas anderes dazu, aber es gibt auch andere Arten zu essen. Wie zum Beispiel vegetarisch oder vegan. Theoretisch könntest du jetzt noch genau erklären, was das ist, vegan, vegetarisch, aber in dem Text musst du nur 150 bis 170 Wörter schreiben. Das bedeutet, schreibe lieber nicht zu viel, sondern schreibe wirklich das, was gefragt ist. Und dann erwähnst du eben, dass vegetarisches oder veganes Essen unter Umständen gut für die Gesundheit und für die Umwelt sein kann. Diese können gut für die Umwelt oder die Gesundheit sein. Noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt beim Thema Fleischessen ist natürlich die Massentierhaltung. Daher habe ich hier noch geschrieben, außerdem ist die Massentierhaltung ein Problem, dem Beachtung geschenkt werden muss. Das heißt also, es geht nicht nur darum, schöne Sätze zu formen mit guten Strukturen, sondern es geht auch darum, dass du viele Schlüsselwörter in deinen Text integrierst. Und das war jetzt eigentlich der Mittelteil. Jetzt gehen wir langsam über zum Schlussteil und sagen hier, es ist daher wichtig, du machst ein bisschen die Schlussfolgerung, was deswegen wichtig ist und was nicht, bewusst darüber nachzudenken, was wir essen. Eine Mischung aus Fleisch und pflanzlichen Lebensmitteln kann nicht nur eine gute Wahl gesundheitlich sein, sondern auch Ressourcen schonen. Das heißt also ein Synonym für Umweltschutz, ja, man schont die Ressourcen, man geht sorgsam mit Ressourcen um. Schöne Konstruktion mit darüber hinaus ist so ein anderes Wort wie außerdem, ja. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, auf individuelle Weise seinen Ernährungsplan einzustellen, denn letztlich gibt es bestimmte Lebensmittel, auf die jede Person unterschiedlich reagiert. Das heißt, du könntest beispielsweise in dem Text auch erwähnen, dass jeder irgendwie andere Lebensmittel besser oder schlechter verträgt. Das ist auch etwas, was ganz individuell ist bei der Ernährung. Und das war es eigentlich schon von dem heutigen Video und mit dem Text, den wir heute bearbeiten wollen, mit dem Thema Fleischessen oder Ernährung mit Fleisch. Hoffentlich war es interessant und nützlich für dich, die Goethe B2-Prüfung vorzubereiten. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute!